Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, ich musste gerade etwas schmunzeln, denn ich wollte ein Portaltage-Orakel für den November drehen. Und ich gucke mir an, welche Portaltage sind es da, und es ist nur einer. Es ist der 30. Jetzt habe ich mir überlegt, soll ich das überhaupt machen oder nicht. Aber ja, ich finde, es hat trotzdem seine Berechtigung. Und deshalb gucken wir uns diesen einen Tag, den 30. November, ganz genau an, was genau dieser Tag uns an Infos mitbringt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals gemacht habe, dass in einem, oder ob es das schon öfters gab, in einem Monat nur ein Portaltag war. Aber gut, der 30. November, was dürfen wir über diesen Tag wissen? Was ist wichtig für uns? Hier sind mir zwei rausgeplumpst. Es geht um Gemeinschaft und es geht um Wandel. Hier ist es so, dass wir Hilfe bekommen können, dass wir wahrnehmen, dass wir nicht alleine sind, dass wir auch zulassen können, dass wir unterstützt werden. Dass es leichter ist, Träume zu verwirklichen, wenn man sich unter die Arme greifen lässt. Es ist jetzt egal von wem, ne? Hier geht es um dein Netzwerk, um die Wurzeln, die dich tragen, ob das Wahlfamilie ist, Seelenfamilie oder Blutsbande. Es geht im Prinzip auch um das Netzwerk der eigenen Leute, Leute, die mit uns in Resonanz sind, die uns so nehmen, wie wir sind, die uns verstehen. Das sind für mich auch immer die Leute, die einem was sagen dürfen, wo man es annehmen kann. Und es sind die, die an einen glauben. Also hier geht es einfach darum, Gemeinschaft zu finden, Gemeinschaft zu nutzen und zu leben. Und hier mit den tanzenden Wolken haben wir den Wandel dabei. Hier kann sein, man ändert die Richtung für irgendetwas. Es kann auch sein, dass man die Meinung ändert über etwas. Und es geht darum, dass man vielleicht auch in sich selbst irgendwie etwas widersprüchlich findet. Man muss nichts befolgen, was einem vorgelebt wird. Man kann komplett seinen eigenen Weg gehen, seine eigene Tradition erschaffen oder auch leben. Es ist das Gefühl, ich bin unterstützt und doch frei. Man muss auch nicht immer alles gleich machen. Es gibt viele Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss im Leben, aber es geht einfach darum, wie viel bemesse ich den Umständen bei, was stärkt mich und wie kann ich unbeschwert sein und mein Leben weitermachen, ohne dass mich irgendwelche Umstände, die ich nicht beeinflussen kann, irgendwie ausbremsen oder auch, naja, nennen wir es mal, umwerfen. Schauen wir, welche Rune hier mitgeht für diesen Tag. Und wir haben Geben und Nehmen. Auch wieder spannend, ne? Eine Freundschaft oder eine Gemeinschaft, die unterstützt. Und du kannst auch wieder was zurückgeben. Und die Rune passt von daher sehr gut dazu. Sie passt auch von ihrem Element ganz gut, denn sie gehört dem Element Luft. Und hier haben wir die Wolken sozusagen. Und der Bezug dazu ist einfach Geschenke, Ausgleich, Geben und Nehmen. In Harmonie mit allem sein, göttlich vereint. Und hier sieht man sozusagen einen Menschen in der Rune, der gut geerdet auf der Erde steht und die Arme dem Himmel öffnet. Es geht auch ein bisschen um die Eigenschaft, ob man annehmen kann, was zu einem kommt, ob man auch bereit ist, etwas zurückzugeben. Und es kann auch sein, dass man in einem bestimmten Bereich des Lebens vielleicht gerade so Mangel hat, aber ein anderer wächst dafür umso mehr. Wie viel Kraft gibt man in jeden Bereich rein? Wo ist die Balance? Wie ausgewogen lebt man die männliche und weibliche Seite?
Und es geht darum, auch ein Ungleichgewicht zu erkennen in diesem Bereich. Und man kann hier genau hingucken, wo ist mein Leben nicht in der Waagerechten. Ne? Wo ist Unterstützung zu wenig oder Unterstützung zu viel? Kann ja von allem sein. Und es geht darum, in ausgewogene Verhältnisse zu kommen für sich selbst. So, was sagen die Blumen dazu? Für diesen einen Portaltag. Die Klärung ist hier wichtig. Auch hier geht es wieder darum, ne, dass man Erfahrungen, die sehr negativ sind, auflöst. Oder auch Menschen, die Negativität mit ins Leben bringen, dass man sich da wahrlich fernhält davor oder davon, weil man eigentlich etwas in den Frieden bringen möchte. Oder auch wahren Frieden erreichen möchte. Das dritte Auge öffnen haben wir noch dabei. Da geht es darum, dass man vieles vielleicht innerlich auch schon wahrnimmt und dass man vielleicht auch einer bitteren Wahrheit irgendwo ins Gesicht guckt oder dass man auch auf dem Prozess im Wandel eben immer mehr feinere Schwingungen wahrnimmt. Unterm Deck haben wir noch die Wicke. Deine Wünsche werden wahr, bald schon wird wahr, wonach dein Herz sich sehnt. Okay, dann schauen wir mit den Lennys. Sich ein bisschen weiter hoch. Was gibt der Portaltag noch an näheren Infos? Das darf ich weitergeben. Wir haben irgendwo einen Konflikt mit etwas. Hier ist die weibliche Seite gefallen. Das ist schon mal das Empfangen. Kommunikation ist hier sehr wichtig. Vielleicht Austausch, Konflikte klären, Gespräche zwischen den Zeilen lesen. Es geht hier um einen Konflikt mit dem Leben selbst, mit den Lebensbereichen, mit unterschiedlicher Beimessung. Was messe ich welchem Lebensbereich bei? Wo bin ich nicht mehr richtig? Wo dreht sich bei mir im Leben etwas in die falsche Richtung? Wo müsste ich mehr aussprechen? Hier wird ja auch gesagt, bitte mal um Hilfe. Lass dich unterstützen. Oder wo braucht mich auch jemand mehr? Ich kann auch direkt mal fragen. Ne? Es gibt Leute, die tun sich auch schwer, um Hilfe zu bitten. Also was kann es hier sein? Es geht darum, Lebensblockaden und Hindernisse zu überwinden, zu gucken, wo kann ich nicht für mich einstehen oder wo ist es so blockiert oder wo gehe ich auch so gehindert voran, dass es sich für mich einfach nicht mehr stimmig anfühlt. Und genau da ist das eben wieder, wenn das Außen kommt und irgendetwas im Leben passiert,
dann geht es viel darum, dass wir auch zusammenhalten, dass wir ein Netzwerk haben und dass wir geerdet sind und Erdung finden. Und wir haben Erde und Luft hier sehr viel dabei. Und dass wir eben Lebensbereiche für uns in die Hand nehmen, uns auf die fokussieren, in denen wir eine andere Richtung brauchen. Wir schauen uns an, was für ein Krafttier hier noch mitgeht, und dann würde ich sagen, dürft ihr am Ende noch eine kleine Portaltage-Botschaft auswählen, wenn ihr dran bleibt. Ich sage jetzt wieder Portaltage, es ist nur ein Tag, eben für diesen 30. November. Ja, das war klar. Hier ist der Rochen gefallen mit dem Thema Selbstmeisterung. Es geht um eine gewisse Lernbereitschaft auch. Er kommt hier als Lehrer der Meere angeschwommen und bringt neue Einflüsse und Strömungen mit. Wenn wir jetzt hier mit den Wolken und diesem Ballon, der da dran hält, der mit dem Pferd hier verbunden ist, überdenken, dass in der Luft auch Bewegungen sind, ja, und bringt eben hier jetzt das Wasser auch wellenartige Bewegungen mit, die uns vitalisieren, auch unsere Emotionen, und wo wir einfach lernen, im Leben mit Leichtigkeit mitzugehen, nicht immer diese Schwere zu haben. Und es passt wieder voll gut, denn es geht darum, dass man in der Lage ist, friedlich, zuversichtlich und mit Freude seinen Weg inmitten einer Gemeinschaft zu folgen. Das heißt, du bist irgendwo verwurzelt, aber du hast auch dein eigenes Ding, und das ist auch gut, ne? Der Rochen kann sich ganz gut wehren. Er meistert uns selbst. Er kann uns in die Tiefe des Meeres bringen. Und es geht darum, auf den Wellenbewegungen des Lebens mitzugehen, die einfach kraftspendend sind. Und trotzdem, dass man trotzdem sich selbst bleibt. Es geht auch darum, dass man diese Erkenntnis, die man hier gewinnt, für sich selbst umsetzt. Also nicht nur, dass man diese Erkenntnis hat. Und man ist hier sozusagen ein Unikat, weil man muss niemanden kopieren, man muss sich nicht vergleichen, man hat seinen eigenen Platz und ist doch mit anderen zusammen. Es ist so, dass die Energie hier kraftvoller wird und dass immer mehr Weisheit das Herz auffüllt und erfüllt. Gucken wir noch eine für die Seele. Was möchte uns die Seele hier mitgeben? Hier hat sich der Schutzengel umgedreht. Den nehmen wir dann auch. Und an diesem Tag haben wir eine besondere Verbindung zu den Engeln. Schenkt ihnen Aufmerksamkeit oder seid besonders achtsam. Wunderbar. Dann bleibt noch kurz dran. Ich mache einen kleinen Mini-Impuls für diesen Tag für euch. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Eine Botschaft persönlich für diesen einen Portaltag am 30. Ich mache mal 2 Stapel. Was darf ich weitergeben? Was wird hier gesagt? Wir nehmen mal noch eine von Nadines Karten. Und wir nehmen noch ein Vögelchen, das lasse ich dann aber drauf springen, wenn ich umgedreht habe.
So, jetzt habe ich die Karten. So, sucht euch eine Seite aus. Ich würde diese hier nehmen oder doch nicht. Nein, ich schwinge um auf rechts. So, hier haben wir den Löwenzahn. Wir haben das Überraschungsei, wie gut, dass ich umgeschwungen bin. Und wir haben den langen Weg dabei. So, der Löwenzahn ist im Prinzip eine Ahnenpflanze. Er hat sehr große, tiefe Wurzeln. Das heißt, man kann praktisch die Kraft von unten mitnehmen, die uns erdet. Und sozusagen auch die leiblichen und geistigen Vorfahren. Und wir haben zugleich die Pusteblume mit dabei, die uns manifestieren lässt. So, mit dem Überraschungsei ist es so, dass unsere Erwartungen in irgendeinem Bereich übertroffen werden, dass die Welt Kopf steht, dass es eine Überraschung gibt, die eine unerwartet positive Wende mitbringt oder dass man sogar einen unvergesslichen Tag erlebt, der dann auf die Länge wieder weiterwirkt und uns auf einen neuen Weg bringt. Im Prinzip ist hier der lange Weg eine Geduldskarte. Etwas braucht länger, es geht um längere Zeiträume, die ja ab dem Tag dann wieder anstehen. Und es kann sein, dass wir hier so überrascht sind, dass wir echt gute Erdung brauchen, weil sich hier etwas anbahnt, was uns auf die nächsten 1 bis 3 Jahre gute Ergebnisse bringt, ne? Das uns aus einer Langeweile auch rausholt. Sehr schön. Schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ihr habt das Efeu, die vergangene Epoche und das große Glück. Also hier geht es darum, dass alles mit allem verbunden ist. Das ist ein bisschen etwas, was im vorherigen Orakel auch drin war, ne? Ich bin, ich war, ich werde sein. Alles gehört zusammen und es geht darum, Frieden zu schließen mit allem und in Freiheit weiterzugehen. Hier ist die vergangene Epoche noch dabei. Hier ist so ein bestimmter Stil, der angesprochen wird. Ein Unikat sein, auch das hatte ich benannt in der Legung vorher. Vielleicht haben manche auch das Gefühl, in der falschen Zeit zu sein. Das passt wunderbar dazu. Oder man hat irgendwo Sehnsucht nach etwas, was nicht mehr greifbar ist, nach der guten alten Zeit sozusagen. Und hier unten habt ihr tatsächlich noch das große Glück liegen. Ja, hier ist es tatsächlich so, auf der Karte sieht man Fortunas Füllhorn drauf. Da ist irgendetwas, was uns eine gute Erfahrung bringt, wo wir auf der Sonnenseite des Lebens sind. Das ist sozusagen die Trumpfkarte bei den Karten. Und da kann man auch mal unangenehme Sachen gut rumkriegen irgendwie. Man kann auch Großzügiges weitergeben, wenn man selbst an der Sonnenseite des Lebens ist und alles wieder in den Kreislauf bringen. Ne? Das Geben und Nehmen haben wir hier wieder mit dabei. Ihr Lieben, das war jetzt so spannend. Jetzt habe ich direkt die Vögelchen vergessen, macht aber nichts, nehmen wir nächstes Mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.